Du musst nicht härter arbeiten, um zu den Top 1% zu gehören. Du musst lernen, fast nichts zu tun und im richtigen Moment zuzuschlagen. Der faulste Trader, den du dir vorstellen kannst, steht am Morgen auf, geht an den Chart und macht seinen Trade. Nach 30 Minuten ist der Tag vorbei. Er ist 5K im Profit und hat den ganzen Tag frei und macht, was er will. Er hat keine Termine und keinen Chef, der ihm auf den Sack geht. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass es überhaupt nicht so funktioniert, wie es dir auf Social Media dargestellt wird? Ein Elite-Trader weiß genau, wo er seine Trades macht und hat kein Problem damit, Stunden oder sogar tagelang auf sein Setup zu warten. Das nicht, weil er nicht kann oder die Börse geschlossen ist, sondern weil er weiß, wann er nicht traden soll. Was dir auf Social Media nie gezeigt wird, sind die stillen Trader. Diejenigen, die nicht mit Lambos flexen oder eine 90% Winrate-Strategie bewerben. Genau diese verdienen das meiste Geld in diesem Business. Du bist näher dran, als du denkst, genauso ein Trader zu werden. Dir fehlt nur das, was dir bisher niemand gezeigt hat. Ich habe ein Jahr mit ICT nur verloren, bevor ich dann realisiert habe, was die Top 1% wirklich anders machen. Es sind genau 6 Dinge. Diese sind so offensichtlich, dass du dich fragen wirst, warum sie dir bis jetzt niemand gezeigt hat. Noise Reduction, warum dich 99% des Trading-Contents arm macht. Gambling-Mentalität, warum die meisten Trader innerhalb von 90 Tagen komplett pleite sind. Longevity, warum kurzfristiges Denken dein größter Feind ist. Mentality, was du über den Markt akzeptieren musst. Shiny Objects, warum Signalgruppen und Bots absoluter Quatsch sind. Und zum Schluss, warum mich der faulste Ansatz profitabel gemacht hat. Am Ende dieses Videos weißt du genau, was du heute ändern musst, um zu den Top 1% zu gehören. Kapitel 1: Noise Reduction. Du musst verstehen, dass so gut wie alles, was du im Trading hörst, siehst oder liest, nur Noise ist. Trader laden Videos hoch, Influencer veranstalten irgendwelche Wettbewerbe, bei denen es um ein paar 100 Euro geht, und am Ende des Tages läuft alles auf dasselbe hinaus. Du sollst ein Abo oder einen Kurs abschließen, in eine Gruppe joinen oder über einen Affiliate-Link bei einem Broker ein Konto eröffnen. Aber jetzt wird es interessant, denn wenn du dir anschaust, wie viele dieser Leute wirklich mit Trading ihr Geld verdienen, kannst du das fast an einer Hand abzählen. Sie bekommen nämlich eine Provision dafür, dass du bei ihrem Broker tradest. Das Traurige daran ist, dass es oft am meisten ist, wenn du verlierst. Das hat mehr mit einem Casino zu tun als mit Trading. Dabei ist es egal, ob jemand das mit guter Absicht macht und sagt, wenn du gewinnst, gewinne ich auch. Das Modell dahinter bleibt dasselbe. Über solche Leute habe ich erst letzte Woche ein ganzes Video gemacht. Darin zeige ich, wie das Spiel von ihnen wirklich aussieht. Wenn du wissen willst, wer dir da eigentlich was verkauft, dann schau dir das hier an. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Reduziere den Noise-Kanal radikal. Hör auf, jeden Hype-Trend und jeden neuen Shitcoin zu verfolgen und konzentriere dich auf die Dinge, die wirklich zählen. Das sind mathematische Modelle, Statistiken, Journaling, Backtesting und ein festes System. Alles andere ist Ablenkung und kostet dich Geld. Kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Warum verlieren so viele Trader innerhalb der ersten 3 Monate ihr komplettes Geld? Die meisten, die anfangen zu traden, haben keine getestete Strategie. Sie gehen in einen Trade rein, weil es sich gut anfühlt, weil der Chart gerade spannend aussieht oder weil sie irgendein YouTube-Video gesehen haben mit einem magischen Indikator, der ihnen zeigt, wann sie kaufen sollen. Aber ich kann dir versichern, es gibt keine Strategie oder Indikator, der jeden Tag genau gleich funktioniert. Es gibt kein fixes Modell, das jeden einzelnen Tag gültig ist und funktioniert. Jeder, der dir so etwas erzählt, erzählt dir den größten Schwachsinn. Ich sage dir das, weil ich am Anfang genau so getradet habe. Wenn du so tradest, dann ist es kein Trading, sondern Glücksspiel. Dein Gehirn macht da voll mit. Denn jedes Mal, wenn ein Trade aufgeht, schüttet dein Kopf das Belohnungshormon Dopamin aus. Und das lässt sich genau so fühlen, wie wenn du an einem Spielautomaten im Casino sitzt. Du jagst nicht dem Gewinn hinterher, sondern du jagst diesem Gefühl hinterher. Aus diesem Grund gehen die meisten Trader nach 90 Tagen komplett leer aus. Kommen wir zum dritten Punkt. Und der ist der, an dem die meisten scheitern, bevor sie überhaupt eine Chance hatten. Viele hören dann auf, wenn es nach ein paar Monaten nicht klappt. Sie denken, Trading ist nichts für sie. Bei mir hat es knapp 2,5 Jahre gedauert, bis es endlich Klick gemacht hat. Ich habe Kurse gekauft, die nichts gebracht haben, und ich war mir nie sicher, ob mein Setup wirklich das Richtige ist. Irgendwann kam ich an den Punkt, die komplette Strategie über Bord zu werfen und komplett nochmal von vorne zu beginnen. Ich meine damit nicht, dass deine Strategie komplett scheiße ist. Es geht nur darum, dass du dran bleibst und dich ständig verbessern willst. Denn hier wird es spannend. Trading funktioniert wie ein Schneeball. Am Anfang fängst du vielleicht an mit deinem 10k-Account. Du baust deine Strategie auf und du wartest auf deine Setups. Aber sobald die Strategie wirklich sitzt,
gehst du den nächsten Schritt. Du nimmst einen Account dazu oder du öffnest größere Positionen. Aber jetzt kommt der Punkt. Du tradest immer noch genau gleich. Dasselbe Setup, dieselbe Geduld und dasselbe System. Nur stehen dann hinter denselben Prozenten plötzlich ganz andere Summen. Das, was am Anfang Monate gedauert hat, machst du dann in Tagen. Diesen nächsten Schritt musst du selbst gehen. Kurzfristiges Denken ist dein größter Feind. Es lässt sich genau dann aufhören, wenn der nächste Schritt der wichtigste gewesen wäre. Kommen wir zum vierten Punkt. Und der sitzt ein wenig tiefer als die anderen, weil er in deinem Kopf passiert. Fast jeder glaubt irgendwann an dieselbe Geschichte. Da draußen ist ein großer Player oder Algorithmus, der genau deinen Stop-Loss sieht und ihn gezielt abholt, bevor der Markt in die andere Richtung läuft. Genau das ist auch der Kern von ICT. Ehrlich gesagt klingt das verführerisch, weil es dir das Gefühl gibt, dass nicht du das Problem bist, sondern der Markt. Aber lass mich dir erklären, warum das nicht stimmt. Dein Stop-Loss wird nicht gejagt. Für einen großen Player ist dein Volumen komplett irrelevant. Die großen Banken bewegen Summen, bei denen deine Position nicht mal als Rundungsfehler auftaucht. Niemand baut eine Bewegung über Millionen auf, um deine 500-Euro-Position einzusammeln. Diese Modelle wie ICT beschreiben ganz gut, was im Markt passiert. Aber sie erklären dir nie, warum es passiert. Lass mich dir stattdessen zeigen, warum sich der Markt wirklich bewegt. Hinter jeder Bewegung steckt nichts Kompliziertes, sondern einfach nur Angebot und Nachfrage. Der Preis sucht permanent einen Punkt, an dem genug Käufer und Verkäufer zusammenfinden, also das Fair Value. Solange Angebot und Nachfrage ungefähr im Gleichgewicht sind, passiert sehr wenig. Aber sobald an einem Preis das Gleichgewicht plötzlich kippt, wenn also plötzlich viel mehr Leute kaufen oder verkaufen wollen, dann muss der Preis wandern. Und das macht er so lange, bis er wieder genug Gegenwehr auf der anderen Seite findet. Das ist das, was du im Chart dann als Bewegung siehst. Dein Stop-Loss spielt dabei überhaupt keine Rolle. Der Markt sucht einfach nur sein Fair Value. Hier noch ein vereinfachtes Beispiel dazu. Stell dir vor, der Markt ist wie das Meer. Du stehst am Strand und du siehst eine Welle kommen. An dieser Welle kannst du nichts ändern. Sie bricht so oder so, völlig egal, was du tust. Das Einzige, was du tun kannst, ist im Vorfeld ein System zu bauen, das erkennt, welche Wellen sich gut surfen lassen. Dann triffst du die einzige Entscheidung, ob du diese Welle nimmst oder sie ziehen lässt. Den Markt zu lesen heißt genau das. Du suchst die perfekten Wellen aus und surfst sie dann in vollen Zügen. Punkt 5 wird wieder einigen wehtun. Signalgruppen und Trading-Bots sind in dieser Industrie extrem beliebt, weil sie genau das versprechen, was alle hören wollen. Hohe Renditen, keinen eigenen Aufwand und der Zinseszinseffekt regelt den Rest von selbst. Klingt wirklich nach einem Traum, ist aber in 99% der Fälle kompletter Müll. Das kannst du dir ganz einfach herleiten. Niemand verkauft dir einen funktionierenden Bot für 500 oder 1000 Euro. Wenn es ein System gäbe, das wirklich zuverlässige Renditen macht, dann wäre dieses System nicht 1000 Euro wert, sondern mehrere Millionen. Du könntest damit zu jeder großen Bank gehen und ihnen zeigen, dass dein Bot Jahr für Jahr stabile Renditen bringt. Und sie würden dir direkt einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand drücken. Bei Signalgruppen ist es im Prinzip dasselbe Spiel. Nur kommt da noch eine zweite Masche dazu. Denn die meisten wollen dich am Ende gar nicht reich sehen. Sie wollen dich über ihren Affiliate-Link zu einem Broker bringen und sobald du über diesen Broker tradest, verdienen sie an dir mit. Die Winrates, die sie dir zeigen, sind fast immer gefälscht. Sie setzen mehrere Take-Profits und sobald der erste nach ein paar Pips oder Ticks erreicht ist, gilt der Trade schon als Winner. Und das auch, wenn er danach ins Minus geht. So sieht nämlich die Statistik brutal aus, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Jetzt kommt der Punkt, auf den du das ganze Video gewartet hast. Der Grund, warum ich heute profitabel trade und warum ich vorhin gesagt habe, dass der faulste Trader Millionen macht. Denn das ist kein Spruch, sondern ich trade die meiste Zeit einfach nicht. Und genau das ist der Trick. Die meisten sitzen 8 Stunden vor dem Chart und suchen den ganzen Tag nach Trades. Ich mache das Gegenteil und ich habe ein paar Key Levels, an denen ich trade. Das sind die Zonen, an denen im Markt wirklich etwas passiert. Solange der Preis nicht an dieser Zone ist, mache ich nichts. Diese Zonen markiere ich mir im Voraus. Und jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil, den fast niemand macht. Ich überlege mir schon im Voraus, was ich an dieser Zone sehen will, damit ich überhaupt einen Trade mache. Will ich, dass der Preis dort durchbricht? Oder will ich, dass er dort abprallt? Diese Entscheidung treffe ich, bevor der Preis überhaupt dort ist. Und das mache ich, damit ich nicht in der ganzen Hektik noch eine impulsive Entscheidung treffen muss. Erinnerst du dich an die Wellen vorhin? Das ist genau das. Meine Key Levels sind die Stellen, an denen sich die guten Wellen bilden. Ich renne nicht jeder kleinen Welle hinterher, sondern ich stehe am Strand und warte, bis genau diese eine Welle kommt, die ich mir vorher im Kopf ausgemalt habe. Ich zeige dir jetzt einmal ein konkretes Beispiel am Chart.
Ich bin jetzt gerade in meiner Trading-Plattform drin und du siehst hier, ich habe mir schon die Levels eingezeichnet, an denen ich traden will. Das heißt, du siehst hier den Vortag, das Volumenprofil, dort habe ich mir die Value Area Low eingezeichnet, das Tageslow von gestern, den VPOC, die Value Area High und das Hoch von gestern. Das ist alles nur während der Regular Trading Hours, das heißt von 15:30 bis 23 Uhr. Für diesen Tag jetzt, also den Freitag, 22. Mai, haben wir folgendes Szenario. Wir öffnen überhalb dieser Range von gestern. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir bis zu diesen Levels kommen und dann eine Reaktion sehen und vielleicht einen Long Trade nach oben mitnehmen. Du siehst hier, ich bin jetzt im Candlestick und Orderflow Chart. Hier habe ich immer das Delta und das Volumen jeder Candle und hier warte ich jetzt, bis ich bei diesem Level hier unten bin. Durch dieses Level sind wir schon durchgebrochen und auch zuvor beim einzelnen Mal schon abgeprallt. Das heißt, du siehst wirklich, wir haben hier die Reaktion an diesem Level, hier und hier brechen wir jetzt das erste Mal durch. Das heißt, ich erwarte jetzt die nächste Reaktion an dieser Value Area High hier unten. Ich überlege mir jetzt schon im Voraus, was will ich genau sehen? Will ich, dass der Chart durchbricht, also der Preis komplett nach unten durchgeht, oder denke ich, dass wir eher davon abprallen und weiter nach oben traden? Ich denke eher, letzteres ist der Fall. Natürlich weiß ich jetzt schon, was passiert, weil wir hier im Replay-Modus sind, aber ich zeige dir genau, was genau passiert. Was sehen wir jetzt? Wir haben hier die Reaktion, die Seller kommen rein und jetzt schauen wir, ob wir hier irgendetwas an dieser Range oder an dieser Zone hier finden. Das heißt, wir wollen jetzt sehen, dass die Verkäufer absorbiert werden und wir einen Push in die andere Richtung haben. Okay, wir sind jetzt bei der Zone ungefähr dran. Was ich jetzt konkret sehen will, ist eine Absorption der Verkäufer an diesem Level und einen Push auf die andere Seite. Wir warten jetzt so lange, bis der Preis dort ist und dann schaue ich erst für eine Entry. Jetzt müssen wir schauen, hier haben wir extrem viele Verkäufer, die reingekommen sind. Jetzt müssen wir dann schauen, dass wir nochmal eine Absorption haben von den Verkäufern und auch Käufer, die in den Markt kommen. Die Käufer sind jetzt sehr aggressiv, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, ich schaue jetzt dann gleich für meine Entry. Du siehst jetzt hier schon, wie die Käufer reinkommen und die Seller es nicht schaffen, weiter nach unten zu gehen. Ich würde jetzt in den Markt reingehen, den Stop-Loss packe ich direkt unter diese Candle und den Take Profit auf das nächste Level hier oben und dann schauen wir mal, was so passiert. Wir sehen die Verkäufer, die werden hier absorbiert. Wir sehen hier klar, die Käufer kommen rein, werden sehr aggressiv und wichtig ist jetzt, dass wir dieses Level hier durchpushen, damit ich dann auch auf Break-Even setzen kann. Du siehst jetzt hier, mehr aggressive Käufer kommen rein und wir machen einen krassen Push nach oben. Ich denke, der Take Profit wird jetzt gleich gehittet. Break-Even können wir auf jeden Fall schon mal gehen und dann ist der Trade auch schon bald vorbei. So schnell geht das. Du siehst, wir haben hier die Reaction und nehmen das mit bis zum nächsten Level und das war's mit diesem Trade. Aber ganz ehrlich, so ein Setup ist nur so viel wert wie die Zahl dahinter und genau dafür gibt es Trade Stats. In dieser Plattform habe ich all meine Trades getrackt und du siehst auch hier in der Strategy Section, dass ich hier meine Setups genau definiert habe. Ich zeige dir zum Beispiel jetzt mal das Reversal, was wir gerade getradet haben. Und was siehst du hier? Du siehst zum ersten Mal die Statistiken über diese Strategie und du hast hier deine Entry- und Exit-Rules klar definiert. Zum Beispiel jetzt wie ich, Absorption beim Level, Push in die andere Richtung und Entry beim Retest in der erneuten Absorption. Das sind klare Regeln, die ich mir festgelegt habe für diese Strategie. Genau dasselbe bei den Exit Rules. Das nächste sinnvolle Level ist der Take Profit, den Stop Loss unter die letzte Absorption und eine starke Absorption in die Gegenrichtung ist für mich die Möglichkeit, manuell aus diesem Trade rauszugehen. Genau dasselbe kannst du machen mit deiner Strategie. Das heißt, du kannst deine Strategie genauestens festlegen mit dem Namen etc. Und das Wichtigste, du kannst deine Regeln klar definieren. Die Entry Rules und auch die Exit Rules. Und das Beste daran ist, dass es schon bald eine Community Section gibt, wo du dann deine Strategie veröffentlichen kannst und somit auch anderen Tradern helfen kannst und auch meine Strategie direkt in deine Section übernehmen. Schau dir die Plattform bis dahin gerne mal selbst an, es ist der erste Link in der Beschreibung. Das waren die 6 Dinge, die die Top 1% wirklich anders machen. Reduziere den Lärm und hör auf, jedem Content hinterherzulaufen. Verstehe, dass Traden nach Gefühl nichts anderes ist als Gambling. Denk langfristig, weil das echte Geld erst über Zeit kommt. Akzeptiere den Markt, statt ihn schlagen zu wollen. Und fall nicht auf Bots oder Signalgruppen rein, die dir das Denken abnehmen wollen. Aber wenn du dir nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann ist es diese.
Der fauste Ansatz gewinnt. Nicht, weil du nichts tust, sondern weil du die meiste Zeit wartest und nur dann zuschlägst, wenn dein Setup wirklich da ist. Du machst die Arbeit vorher und du kennst deine Zonen. Du weißt, was du sehen willst und alles andere lässt du einfach liegen. Genau das trennt die 99% von den Top 1%. Die Frage ist nie, ob du es schaffst, die Frage ist nur, wann du es schaffst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like und einen Kommentar da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn dir solche Videos gefallen. Das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.